Ein herzliches Willkommen heute Abend in eurer Gemeinde. Schön, dass ihr uns als Gäste heute aufnehmt zu uns und sprechen lasst. Schau mal, da unten. Da unten lang drücken. An dem da lang drücken. Mein Name ist Stefan. Ich bin hier mit meiner Familie und vielen Dank für die Einladung, gemanagt durch den David. Falls ihr euch fragt, woher kommen die, wer hat die überhaupt hier eingeladen aus Madagaskar, wie sind da die Beziehungen? Vielleicht, also ihr kennt ja den David, vielleicht könnt ihr mal nach vorne schauen und überlegen, wer mit dem David verwandt ist. Wahrscheinlich die Nela, die ist die Schwester. Ja. Meinen Namen habe ich schon gesagt, Stefan. Und ich habe euch ein madagassisches Wort mitgebracht, weil jeder sagt ein madagassisches Wort bei seiner Vorstellung, das sein Lieblingswort ist, damit ihr auch was von der madagassischen Sprache mitbekommt. Mein Lieblingswort heißt Furtzulusa. Ein Furtzulusa, das ist ein Truthahn. Mein Name ist Jaro, ich bin 10 Jahre alt und mein Lieblingswort ist Mizan und das heißt Stopp. Ich bin Diamila, ich bin 12 Jahre alt. Und mein Lieblingswort ist Mitsangana und es heißt aufstehen. Ich bin die Feline, ich bin 9 Jahre alt und mein Lieblingswort auf Madagassisch ist Mitsangana, das heißt Picknick oder spazieren gehen. Genau, ihr merkt schon, die Worte ähneln sich zum Teil. Wir haben eigentlich noch eine Tochter, die Salome, die 7, aber die haben wir heute zu Hause gelassen, der geht es nicht so gut und die wird jetzt gerade von der Annika liebevoll umsorgt. Ich bin die Nela, ich bin auch 37 Jahre alt wie mein Mann und mein Wort ist Masuanju, bedeutet wörtlich übersetzt Auge des Tages und das ist natürlich die Sonne. Genau, dann dürfen sich die Kinder wieder hinsetzen und den Vortrag von hinten genießen. Schön auch, dass ein paar Kinder mit dazugekommen sind und natürlich viele Erwachsene. Ist ja auch Schwimmbadzeit bei euch, ne? Wir waren gestern auch noch im Freibad, das ist herrlich. Genießen wir voll, weil bei uns in Madagaskar ist es gerade Winter. Das heißt, wir haben so eher 20 Grad, die Sonne geht früh unter, um 6 Uhr ist bei uns längst alles dunkel. Und dass wir hier jetzt um 7 Uhr und dann noch um 8 Uhr, um 9 Uhr hell haben und es ist warm, das ist für uns ein richtiger Schatz, weil solche langen Sommertage haben wir nicht. Bei uns ist immer früh dunkel, wir haben kein Abendleben. Ja, und der kalte Winter, den tauschen wir gerne ein gegen den deutschen Sommer. Genau. Gibt es noch was zum Vorstellen von unserer Familie, Nela? Nein, aber ihr müsst jetzt gut aufpassen, weil für alle gibt es später noch ein Quiz. Aber zuerst müssen wir euch ja ein bisschen das Land Madagaskar vorstellen, sonst habt ihr nämlich gar keine Chance später. Genau, und dafür zeigen wir ein ganz kleines Video.
Ja, das war eine schnelle Reise und zwar, wenn man nach Madagaskar kommt, das ist ja eine Insel, von der Küste, wo es noch sehr grün und dschungelig ist, ins Inland. Und alle Videos, die ihr gesehen habt, das waren Orte, wo wir auch waren und wo wir mitgefilmt haben. Und ich denke, das gibt schon mal allgemein einen Eindruck über Madagaskar. Und ja, ich empfinde es so, Madagaskar ist ein Land der Gegensätze. Und weil es so stark ist mit den Gegensätzen, haben wir jetzt auch nochmal ganz schnell einen Schnelldurchlauf mit den ganzen Gegensätzen, wo ihr euch das bildlich besser vorstellen könnt. Also zum einen, man sieht überall Müll und Dreck und auf der anderen Seite bietet Madagaskar traumhafte Strände und eine sehr vielfältige, wunderschöne Natur. Dann, wenn man den Madagaskern ins Gesicht schaut, sieht man oft Verzweiflung und Not, aber man kann den Madagaskern auch sehr schnell ein Strahlen ins Gesicht zaubern. Dann sind die allermeisten Madagassen extrem arm und die leben normalerweise in so Ziegelhäuser oder auch Lehmhäuser mit so Strohdächern und vereinzelt dazwischen gibt es solche bombastischen Villen, wo dann die reichen Leute leben. Sowas zwischendrin sieht man kaum. Dann seht ihr hier die Madagassen, überall, in ganz Madagaskar folgen sie noch dem Ahnenkult. Das ist zum Beispiel so eine kleine, man sagt Sampi, so eine Art kleine Götzenstatue, die mahnt, dass man die Ahnen ehren soll und auch regelmäßig seine Opfer bringen soll. Und im gleichen Dorf bezeichnen sich die Madagassen als Christen und holen zum Beispiel bei uns regelmäßig ihre Bibelhefte ab. Genau, also das ist so ein bisschen, finde ich, der beste Eindruck, den man haben kann, erstmal von dem Land, wo wir leben und wo wir auch dienen. Genau. Für die, die es übrigens nicht wissen, ich glaube, das sage ich noch dazu, Madagaskar ist ja eine Insel und die ist im Osten von Afrika. Ist ein bisschen größer wie Deutschland sogar und hat ca. 30 Millionen Einwohner, sodass man sich vorstellen kann. Also Deutschland hat ein bisschen über 80 Millionen Einwohner, Madagaskar 30 Millionen Einwohner, aber Madagaskar ist schon viel größer. Und wenn ihr auf der Karte schaut und ihr guckt nach Afrika, dann ist die Insel eigentlich nicht zu verfehlen. Und da wohnen, leben, arbeiten wir als Familie seit 4 Jahren mittlerweile. Wir waren seither einmal nur zu Hause in Deutschland, also vor 2 Jahren waren wir 2 Monate hier. Und jetzt sind wir sozusagen wieder das 2. Mal zurück hier in Deutschland. Das hier ist übrigens unser Mitarbeiterteam, das ihr seht. Wir haben uns einem christlichen Werk angeschlossen, also wir sind ausgesendete Missionare von der Kontaktmission in Wüstenrot. Und vor Ort, aber in Madagaskar, arbeiten wir bei dem Werk Nehemia. Das ist also unser Team und man sieht, das sind wenige hellhäutige Leute, wenige Weiße. Bin ich mit meiner Frau, dann haben wir noch eine dritte Missionarin, die ist dazugekommen, die heißt Salome. Und ansonsten sind ein paar Gäste aus der Schweiz zu unserem 20-jährigen Jubiläum angereist. Aber ansonsten haben wir ein fast madagassisches Mitarbeiterteam, also fast nur Madagassen, ca. 30 festangestellte Mitarbeiter. Und normalerweise habt ihr hier Bibelstunde heute über Nehemia, habe ich gehört. Machen wir heute nicht, aber in gewisser Maße schon. Ihr seht hier Nehemia und Nehemia, also ist der Name von unserem Werk und das auch mit Grund. Man gibt ja auch Namen sehr, sehr bewusst. Ähnlich wie der Nehemia, der ja dann Jerusalem und die Mauern wieder aufgebaut hat und das Land oder die Stadt, die ja dem Erdboden gleich war, ist wieder Neues entstanden. Ähnlich hat sich die Ziele auch unser Werk gesetzt, dass Madagaskar wieder aufblüht. Zum einen natürlich geistlich, weil das ist das Wichtigste, und zum anderen natürlich auch im sozialen Bereich oder im Land selber, weil Madagaskar beispielsweise hatte 90% Regenwald, war eine Trauminsel. Viele kennen es vielleicht von dem Madagaskar-Film, wo dann die Tiere aus dem Zoo gelandet sind. Aber Madagaskar schaut lange nicht mehr so aus. Da steht ungefähr noch 10% der Wälder, Tendenz fallend. Also Madagaskar braucht wirklich eine Umkehr. Und ähnlich wie der Nehemia damals in der Bibel wollen wir eben auch voll dazu beitragen. Was machen wir also? Ich denke, das Wichtigste als Missionar und in der christlichen Arbeit ist natürlich die geistliche Basis. Und unsere geistliche Arbeit besteht insbesondere darin, dass wir uns um die Familien in der Hauptstadt und drumherum kümmern. Wir wohnen so am Rande der Hauptstadt, da ist auch unser Werk. Die Hauptstadt hat ca. 2 Millionen Einwohner, also ganz schön viel auf engstem Raum. Und sonst ist aber sind die Bereiche ziemlich ländlich. Ich habe noch was mitgebracht. Was ihr da auf dem Bild seht, das sind unsere Bibelhefte. Das sind Jüngerschaftsbibelhefte, die verteilen wir jede Woche an 2.500 Familien.
Könnt ihr euch vorstellen, jede Familie lebt normal nicht nur einer in Madagaskar, sondern ein paar mehr Leute. Also 2.500 Familien kriegen so ein einfaches Bibelheft von uns. Da sind Lektionen, geistliche Lektionen und Bibeleinheiten für jeden Tag drinnen. Das bearbeiten sie die ganze Woche über, dann kommen sie zu uns ins Büro und kriegen wieder Neues. Und vor 2 Jahren, als wir hier in Deutschland waren, waren es gerade 12 Dörfer plus unsere Station in der Hauptstadt, die daran teilgenommen haben. Mittlerweile ist in den letzten Jahren auf 20 Stationen gewachsen. Das heißt, es werden immer mehr dazukommen. Unsere Vision ist, irgendwann vielleicht mal ganz Madagaskar zu erreichen. Das wäre richtig cool. Und ein Ort zum Beispiel, der ist komplett am Strand, ist eher so ein bisschen Touristengebiet unter den Madagassen. Die haben angefragt, können wir auch eure Bibelhefte jede Woche mitmachen? Und ein anderer Ort war der Bereich in Mandjitsara. Das ist ein Buschkrankenhaus. Die haben ein Krankenhaus, die Missionare da gestartet. War ein kleines Dorf, ist mittlerweile gewachsen und auch die machen unsere Bibelhefte mit. Also die muss man entweder mit dem Helikopter, wenn der Helikopter mal wieder Krankeneinsätze fliegt, mitbringen oder über einen Bus, 3 Tagesreisen mit dem Bus, dass die Bibelhefte da ankommen. Unsere soziale Arbeit ist in verschiedenen Bereichen. Ich nenne mal hauptsächlich hier den Kindergarten. Da ist die Nela die Leitung. Wir haben da 25 Kinder, die aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommen. Also Madagaskar zählt zu einem der ärmsten Länder der Welt. Da gibt es viele Straßenkinder und 25 Kinder können wir bei uns im Kindergarten aufnehmen. Nela sagt immer, wenn die kommen, von ihrem Wissen und von ihrem Entwicklungsstand sind die natürlich weit den deutschen Kindern hinterher. Aber wenn so Kinder circa 1 Jahr lang bei uns sind, haben die nicht ganz, aber einen ähnlichen Stand erreicht wie die deutschen Kinder in den Kindergarten. Also da geht die Lernkurve ziemlich weit nach oben und deswegen lohnt sich der Kindergarten voll. Haben auch viele Spielsachen, normal haben die Kinder keine Spielsachen bei sich zu Hause und bei uns können sie sich da schön entfalten. Dann haben wir 2 Ausbildungsbereiche. Einer davon ist der Nähbereich. Da bilden wir 30 Frauen und Männer zu Industrienähern aus, weil Arbeitslosigkeit ist auch ein großes Problem in Madagaskar. Und nach einem 3-monatigen Training oder Ausbildung können sie so gut nähen, dass bis jetzt immer alle Näherinnen und Näher bei uns, die die Ausbildung erfolgreich absolviert haben, angenommen worden sind von großen Firmen und einen festen Vertrag bekommen haben. Leider hat sich dann was getan. Ihr habt es mitbekommen vor 2-3 Monaten, was die Zollpolitik der USA angeht, sind auf Madagaskar auch 47% Zölle angedroht worden. 47%. Und ca. 60% der Kleidungsindustrie, die Madagaskar produziert, die geht in die USA. Ganz wenig nach Deutschland, deswegen seht ihr keine Kleidung made in Madagaskar. Aber 60% geht in die USA. Und dadurch, dass die Zölle angedroht worden sind, haben viele Firmen gesagt, wir stellen jetzt keinen mehr ein, ganz im Gegenteil, die haben sogar Leute ausgestellt. Deswegen mussten wir jetzt auch einen Ausbildungsstopp hinlegen, können aber wahrscheinlich in den nächsten Monaten wieder weiter starten, wenn es nur bei dieser Androhung der Zölle bleibt. Das Produkt hier kennt ihr bestimmt. Hier habe ich einen Hut davon und draußen haben wir ein paar Taschen, das ist unser eigener Raffia-Bereich. Da stellen wir aus der Raffia-Palme, die hat die längsten Blätter der Welt, also es gibt keine Pflanze, die so lange so eine Art Palmenblätter hat wie die Raffia-Palme, bis zu 25 Meter lang, und aus den getrockneten Fasern werden dann die Produkte, die wir jetzt hier haben, eingefärbt und gehäkelt, also in unserer eigenen Produktion hergestellt. Da haben wir auch Ausbildungsbereich und ein paar Schüler, die so gut sind, dass sie qualitativ hochwertige Produkte produzieren können. Und wir dürfen uns auch immer wieder was Neues ausdenken. Vor 2 Jahren hatten wir nur die Taschen dabei. Dieses Jahr haben wir sogar noch Hüte dabei. Wir haben Topfuntersetzer dabei. Und was noch in Planung ist, sind eigene Rucksäcke zu machen. Viele Leute fragen uns auch, Stefan, könnt ihr eigentlich Madagassisch, wenn ihr da unten lebt, oder sprecht ihr Französisch? Weil es war ja mal eine französische Kolonie und Französisch ist immerhin die Amtssprache. Aber wir sind vor allem mit den Leuten unterwegs und bauen Beziehungen auf. Deswegen haben wir auch Madagassisch gelernt und können eigentlich mit fast jedem uns relativ gut unterhalten. Wir haben 1,5 Jahre Sprachschule gemacht und das ist auch ein Zweig von unserer Arbeit, dass Missionare, die nach Madagaskar kommen, Madagassisch lernen. Weil oft ist so, die Missionare kommen in Land und meinen, ich komme vielleicht mit Englisch klar oder Französisch, und dann gibt es viele kulturelle Schwierigkeiten und auch Sprachbarrieren und einige brechen dann auch ab. Und dann fragt man sich, wie tief konnten die sich auch in die Kultur einleben. Wenn du aber die Sprache der Leute sprichst, dann hast du den Schlüssel zu ihren Herzen. Das merken wir, wenn wir bloß Hallo sagen, wir sagen Salama und die Leute sind freundlich und man hat immer ein nettes Gespräch.
Hier sind wir im Hauptstadtgefängnis Antanimura, mitten in der Hauptstadt. Dort sind 5000 Insassen in einem Gefängnis eingesperrt, das für 1000 Menschen ausgelegt ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dazugeht und wie sich auch Krankheiten verbreiten. Wir haben vor 3 Jahren ungefähr angefangen, auch mit diesen Bibelheften zu arbeiten. Und mittlerweile sind 500 Leute dabei, 500 Insassen, die auch wöchentlich unsere Bibeleinheiten mitmachen. Das ist richtig cool. Wie man sieht, dass da Gott auch die Türen aufgemacht hat, und die Arbeit haben wir mittlerweile abgegeben an eine andere Missionarin, also die Salome, die neu dazugekommen ist. Wir können uns leider nicht mehr darauf konzentrieren, aber ja, zu sehen, dass da Menschen im Gefängnis sind und Gottes Wort hören und offen dafür sind, das ist echt ein Segen. Die 2, die ihr da vorne seht, das sind nicht etwa die Ghostbuster, weil die so verkleidet sind, die haben hinten Sprühflaschen drauf. Da hatten wir eine Aktion, da hat sich die Krätze im Gefängnis ausgebreitet. Eine alte Krankheit, gibt es zum Teil sogar noch hier in Deutschland, ist nicht lustig, und ihr könnt euch vorstellen, wie sich die überträgt, wenn man auf so engen Raum schläft. Das heißt, wir haben alle Zimmer desinfizieren müssen, die haben komplett neue Kleidung bekommen, und so helfen wir auch, also im geistlichen Bereich, gekoppelt mit dem sozialen Bereich, mit praktischer Hilfe. So. Was mache ich eigentlich so? Nele habt ihr gesehen, Leitung vom Kindergarten, und macht noch verschiedene andere Projekte. Ich bin ausgebildeter Betriebswirt. Dachte eigentlich nie, dass die mal in die Mission gehen als Betriebswirt, dass die gebraucht werden. Aber als ich gesagt habe, ich bin Betriebswirt, sagten die, ja, komm her, komm her. Leute, die Kinderarbeit machen, sind auch gut und super, aber wir brauchen wirklich Wirtschaftler. Und das hat mich so richtig gefreut. Ich kann mich um die Finanzen kümmern, ich mache die Buchhaltung, ich mache auch so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit, weil ich halt als Deutscher Deutsch sprechen kann, und wir haben auch einen Schweizer Verein, also man ist da immer so die Brücke als Kommunikator. Und das können die Madagassen eben nicht, von dem her ist das so meine Funktion. Und ja, hier bin ich gerade bei einer Computerschulung. Man macht halt, was auch gerade anfällt und was die Leute brauchen. Also man muss mit der Offenheit rangehen, und seine Talente kann man dann irgendwo einbringen. Das ist auch das Geniale in Madagaskar. Genau, also seit 4 Jahren sind wir im Team von Nehemia aktiv. Und Anfang letzten Jahres haben wir gespürt, Gott will irgendwie auch nochmal was Neues mit uns starten. Und Anfang 2024 waren wir ein paar Wochen im Gebet und beim Fasten haben gefragt, Gott, was willst du mit uns neu starten? Und wir wussten, Gott möchte mit uns eine Arbeit auf dem Land anfangen. Wir sind ja in der Hauptstadt, aber wir haben gemerkt, die Leute auf dem Land, die haben noch eine größere Not und weniger die Möglichkeit, in die Stadt zu kommen, wo es mehr Missionare und Organisationen zum Helfen gibt. Und dann sind wir so ein paar Wochen lang immer wieder durch die Dörfer gefahren und aufs Land rausgefahren und haben geguckt, wo Gott zu uns spricht. Und dann hat Gott uns ein Dorf gezeigt, das seht ihr hier auf dem Bild, das heißt Antanantanana. Könnt ihr das aussprechen? Antanantanana. Das ist ein typisches madagassisches Wort. Wir kommen ja aus Antananarivo und das in Kombination ist sehr schwer auszusprechen. Genau. In Antanantanana haben wir einen Verein gegründet, oder sind noch dabei, der heißt Fanilu, und Fanilu bedeutet Fackel, denn wir wollen ein Licht sein, und eine Fackel ist natürlich sehr gut geeignet. Kannst du nochmal zurückgehen? Genau, und dieses Dorf Antanantanana möchte ich euch kurz ein bisschen vorstellen. Das ist ein Dorf, was uns sehr stark auf dem Herzen liegt und wo wir jetzt angefangen haben, nicht unter Nehemia, sondern abgesondert 1 Tag die Woche zu arbeiten. Wahrscheinlich, wenn wir nach Madagaskar zurückgehen, werden es dann 2 Tage sein. Das Dorf hat 1500 Einwohner und befindet sich ungefähr 12 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Wir brauchen dafür 40 Minuten mit dem Auto, um dahin zu kommen. Das Dorf ist auch ein bisschen besonders, denn es gibt eine Stromleitung, die über den Dächern entlang führt, wobei die einzelnen Häuser diesen Strom nicht beziehen. Die Einwohner leben autark. Und abgesehen von dem Strom haben die auch kein fließendes Wasser und natürlich, wie ihr sehen könnt, auch keine befestigten Straßen. Genau, die Einwohner sind alle Bauern und die leben von dem, was sie anbauen. Und genau hier sieht man, manche haben auch Viehhaltung. Das hier ist zum Beispiel ein Kuhbauer und er ist stolzer Besitzer von 2 Kühen und einem Kälbchen. Das ist ungefähr auch die Höchstmenge von Kühen, die man als Bauer besitzt. Alternativ kann man auch 1, 2 Schweine haben und fast alle haben eine Handvoll Hühner. Was aber alle ganz, ganz eifrig machen, ist das Land zu bebauen. Und da haben wir extra noch ein Foto gemacht von Antananarivo, bevor wir hergekommen sind. Da kann man das nämlich sehr gut sehen. Also ab hier und alles, was in den Horizont geht,
Das ist in der Regenzeit Reisfelder. Also Regenzeit ist, wenn hier bei euch Winter ist. Dann ist bei uns richtig, richtig warm und dann regnet es ständig und dann ist hier alles wirklich knallgrün. Das sieht wirklich wunderschön aus, weil die Madagassen, die leben von Reis. Die essen das morgens, mittags, abends nonstop. Und jetzt in der Winterzeit, also madagassischen Winter, das ist trocken und da nutzen sie dann die Erde, um Lehmziegel draus zu formen. Und dafür ist auch Antanatanana ein bisschen bekannt. Die Leute aus der Stadt kommen und holen sich ihre Ziegel und bauen daraus die Häuser. Hier unten, das ist dann ein bisschen höher, das ist nicht ganz so tief im Tal, da bauen die auch Gemüse an, hier sieht man einige Bananenstauden und das machen die auch echt ganz gut. Die essen aber das Gemüse nicht selber, sondern die tun das alles in die Hauptstadt verkaufen, weil die Leute sind sehr, sehr arm und die brauchen das Geld vom Gemüse, damit sie sich mehr Reis kaufen können, weil Reis ist einfach das günstigste Nahrungsmittel. Hier sieht man nochmal, wie die den Reis ausschlagen. Das machen die jetzt gerade, wo die Regenzeit zu Ende ist. Ja, dann gibt es noch andere kleinere Jobs, die man noch zusätzlich haben kann, wenn man dort lebt. Das hier in der Mitte, das ist die Verkäuferin von diesem kleinen Stand, die verkauft Viehfutter. Hier ist eine Verkäuferin, die verkauft auch Futter, aber für Menschen. Da sind wir manchmal zu Gast. Hier diese Kringel, die heißen Menakeli. Das ist so ein frittiertes Gebäck, so ähnlich wie Donuts. Das war's auch schon. Genau, andere Jobs haben die dort nicht. Genau, also wir haben gewusst, Gott möchte uns dort in Antanatanana haben. Dann haben wir uns mit unseren engsten Freunden beziehungsweise Glaubensgeschwister aus Madagaskar zusammengetan und haben gesagt, hey, lass uns einen Verein gründen. Daher seht ihr jetzt quasi den Vorstand von Fanilo und wir haben die Papiere eingereicht, das war letztes Jahr im Mai. Die Papiere waren vollständig, es ist alles klar und wir brauchen nur die Unterschrift vom Ministerium und auf die warten wir immer noch. Das geht nämlich nicht so einfach, weil man muss eigentlich, das wird nicht so offen gesagt, aber das ist im Land so, ein paar Scheine wandern lassen, damit derjenige, der die Unterschrift setzen kann, auch wirklich Motivation hat, den Kuli in die Hand zu nehmen. Und wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, es gibt Missionare, die machen das auch, die sagen einfach, das ist einfach in dem Land so und wir passen uns der Kultur an und wir müssen ja auch unsere Projekte irgendwie vorwärts bringen. Wir waren da irgendwie wirklich ein paar Wochen am Hin und Her überlegen. Für uns war das aber eher so, dass wir dachten, das Land ist einfach wegen der Korruption so schlecht beieinander und wenn wir da jetzt einfach mitmachen, sind wir irgendwie mitverantwortlich dafür. Und wir haben gesagt, wir legen das in Gottes Hand. Gott kann alles bewegen, der kann auch die Hand von dem Typen da bewegen, dass er die Unterschrift setzt und wir warten einfach drauf und machen einfach so lange schon mal andere Dinge, die Gott uns einfach vor die Füße legt, die wir jetzt schon machen können. Genau. Aber aktuell besteht dieser Verein noch nicht offiziell. Genau, was wir schon machen können, ist natürlich die Bibelhefte, die ihr schon mitbekommen habt, verteilen. Wir haben einen sehr guten Kontakt zum Bürgermeister gehabt, gleich vom Anfang an, und er hat uns die Hälfte seines Rathauses zur Verfügung gestellt. Und das ist das, was ihr hier seht. Dieses Ganze ist die Hälfte vom Rathaus. Und das haben wir uns schön hergerichtet und gleich am Anfang, in den ersten Wochen, also wir sind jeden Dienstag dort und verteilen diese Bibelhefte und am Anfang waren es direkt knapp 100 Familien, die Interesse hatten und jetzt nach einem Jahr haben wir 450 Familien, die jede Woche kommen und sich die Bibelhefte holen und mitnehmen und auch ausfüllen. Ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen überrascht, weil sehr viele einfache Fragen auch mit drin sind, so Basic-Fragen, würde ich sagen, die sie tatsächlich falsch beantworten. Und die Leute gehen wirklich regelmäßig in die Kirche, also es gibt verschiedene Kirchen, katholisch, evangelisch, ein bisschen wie hier auch, wo ich mich frage, was hören die da in der Kirche, wenn sie nicht gehört haben, wie sie zum Beispiel in den Himmel kommen. Genau, also das ist ganz wichtig, diese Arbeit. Ich würde sagen, es ist nicht evangelisieren, sondern eher Jüngerschaft anbieten für die Leute im Ort. Genau, dann haben wir angefangen mit der praktischen Hilfe dann im November letzten Jahres. Wir haben ein Projekt Jakob, das haben wir auch im Rahmen Nehemia schon gemacht. Da vergeben wir so eine Art Mikrokredit in Form von Nutztieren. Wir haben zum Beispiel in Antanatanana 4 Familien jeweils 2 Schweine gegeben, also ein Pärchen als Ferkel. Die ziehen die groß und wenn die das erste Mal Nachwuchs bekommen, geben sie 4 Ferkel an uns zurück und werden dadurch die Eigentümer von den Elterntieren und den restlichen Ferkeln. Genau, also es geht ohne Geld, sondern einfach, sie kümmern sich drum und dürfen dann später die Tiere behalten und weiter züchten. Genau, und dann Stefan hat sich auch im letzten Jahr schlau gemacht über das Imkern. Und wir haben jetzt selber 3 Beuten bei uns neben unserem Grundstück stehen und haben auch schon einige Honigernten
inzwischen eingesammelt. Und das Wissen, das er selber sich aneignen konnte, hat er dann auch schon im Rahmen einer Fortbildung in Tanana weitergegeben. Ich glaube, 50 Leute waren da und haben gelernt, wie man eben Bienen hält, wie man den Honig bekommt. Und die 4 eifrigsten Familien haben auch von uns jeweils 2 Beuten bekommen. Das ist jetzt noch relativ frisch und die warten gerade darauf, dass das Bienenvolk richtig schön groß wird. Seit Anfang diesen Jahres haben wir dann auch eine Beziehung zu der öffentlichen Schule vor Ort knüpfen können. Also es gibt nur eine Grundschule in Tanana, auch im ganzen Umkreis. Die Kinder können danach nicht auf eine weiterführende Schule gehen. Und in dieser Schule sind ungefähr knapp 100 Kinder und 2 Lehrer. Die sind natürlich ganz schön beschäftigt mit den Kindern. Und das Schulsystem in Madagaskar ist nicht einmal im geringsten mit Deutschland zu vergleichen. Und die haben gesagt, sie brauchen unbedingt Unterstützung, Hilfe, also wirklich Mithilfe. Und ich darf da jetzt regelmäßig Bibelgeschichten erzählen. Und das versammelt sich die ganze Schule versammelt sich immer und dann lauschen sie immer den Geschichten, die für die Kinder tatsächlich auch komplett neu sind. Nachmittags dürfen wir auch das Gebäude da nutzen, weil dann ist keine Schule mehr und dann dürfen wir da unsere eigenen Sachen machen, was wir gerade so denken, was vielleicht cool ist. Und wir haben Chosen in der Sprache Madagassisch bekommen und haben zum Beispiel da mal jede Woche eine Episode? Nein, eine Episode gezeigt. Genau. Und es wurde extrem voll und sehr warm. Also auf jeden Fall wärmer als jetzt gerade hier. Ja. Hier seht ihr auch die Schule nochmal. Genau, also das sind quasi 2 Klassenzimmer mit 4 Klassen drinnen. Und jetzt gibt es voll die coolen News noch. Und zwar, es hat Gott wirklich so geführt, wir haben Kontakt zu einer Stiftung, die heißt Fly and Help, bekommen. Und da gab es zufällig jemanden, der wollte unbedingt ganz viel Geld nach Madagaskar schicken, weil er wollte da irgendwie eine Schule aufbauen am Rande der Hauptstadt. Und da sind wir zufällig. Und wir haben jetzt die Zusage bekommen und dürfen tatsächlich diese Schule komplett neu bauen im September, wenn wir zurückgehen. Und genau, wir haben schon Pläne gemacht, wie es dann ausschaut. Und wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Platz, weil wenn mehr Platz ist für Schüler, dürfen auch noch ein zusätzlicher Lehrer mit angestellt werden. Das ist natürlich super. Und dann wird es auch eine Vorschulklasse geben dort und eine kleine Bibliothek. Denn das Problem ist, die haben alle gar keine Bücher. Also die Schüler haben natürlich keine, aber auch die Lehrer haben keine Bücher und denen fehlt so ein bisschen das Material, um zu unterrichten. Die haben natürlich auch nicht unbedingt Internet, um irgendwie die Informationen zu bekommen. Das ist alles ganz schwierig und dann hätten wir dort eben eine Bibliothek, wo sich alle bedienen könnten. Genau, und im letzten Jahr haben wir ansonsten noch zum Beispiel Evangelisationsprojekte gehabt, wo wir ganz viel mit den Kindern gemacht haben und auch, glaube ich, 2 Bibelcontests, wo die Leute, die alle diese Bibelhefte machen, bei so einem Art Quiz teilnehmen konnten und dann haben die eine Bibel gewonnen. Das war natürlich besonders, weil wie gesagt, die haben auch gar keine Bücher und die haben sich extrem gefreut, die so eine Bibel dann bekommen haben. Genau. Ein kleines Quiz wollen wir auch mit euch machen. Vorab habe ich noch eine Frage, habe ich am Anfang gar nicht gestellt. War schon mal jemand von euch in Madagaskar? Nein, der war auf den Seychellen, ein bisschen über uns, ganz anders. Also in der Nähe, aber das Land ganz anders, nicht zu vergleichen. Da würde ich Urlaub machen beim David auf den Seychellen. Die da hinten, die 3, ja. Ja? Die Angie war schon mal in Madagaskar. Auf den Seychellen, ja, das zählt noch nicht, das zählt noch nicht. Das ist Urlaub, Madagaskar ist anders. Aber wenn ihr mal nach Madagaskar kommen wollt, schaut gerne bei uns vorbei, ihr seid herzlich willkommen. Wir haben Fragen für euch vorbereitet. Ich glaube, 9 Fragen sind es, die es zu beantworten gilt. Und ihr habt alle entweder direkt unter eurem Stuhl oder in der Nähe 2 Bilder platziert von unseren Mitarbeitern. Da ist einmal der Heri drauf und der zeigt mit dem Daumen nach oben, das ist ein grünes Bild. Und auf dem anderen Bild ist die Heri drauf, das ist eine Frau, und die sagt, die zeigt nach unten. Wir stellen euch jetzt Fragen und ihr dürft alle dazu aufstehen. Und wenn ihr sagt, ja, das ist wahr, was hier behauptet wird, was hier vorne steht, dann zeigt ihr die grüne Karte. Wenn ihr sagt, das haben Stefan und Hila komplett erfunden, dann zeigt ihr die rote Karte. Wer falsch liegt, muss sich hinsetzen und wer richtig liegt, der darf weiter stehen bleiben. Dann guck mal, wer am Ende mal noch übrig bleibt. Hat jeder eine Karte gefunden oder gibt es jemanden, der sagt, bei ihm war keine? Ich fange mal mit der ersten Frage an. 90% der Tiere, zum Beispiel die Lemuren, die Chamäleons
und die Pflanzenarten, wie die Baobabbäume, die sind endemisch. Das heißt, es gibt sie nur in Madagaskar und sonst nirgendwo auf der Welt. Was denkt ihr? Wahr oder falsch? Alle bereit? Entscheidet euch. Richtig. War eine etwas leichtere Frage für den Einstieg. Ein paar müssen sich trotzdem setzen. Schildkröten gelten als Schutzpatron der Einheimischen. Viele Madagassen halten sich Schildkröten als Schutz vor Hexen, aber auch vor Blitzeinschlag oder anderen Gefahren. Haben sich alle entschieden? Der David muss sich noch entscheiden. Das ist richtig, das ist tatsächlich so. Und Schildkröten haben sogar noch eine super Waffe. Wenn jemand Asthma hat, und es kommt oft vor in Madagaskar, weil die Luft extrem schlecht ist, dann kann man sich eine Schildkröte im Haus halten, wenn die Pipi macht, auf keinen Fall wegwischen und dann wird man gesund. Die nächste Frage. In Madagaskar gibt es eine Vielzahl an exotischen Tieren, mit welchen derzeit experimentiert wird. Zur besseren Nahrungsversorgung der Einheimischen gelang es, eine Vogelrasse zu züchten, die übergroße Eier legt. Stimmt oder stimmt nicht? Ihr seht das große Ei hier in der Hand von der Feline. Und es stimmt nicht. Nein. Allerdings, das Ei, was Feline da in der Hand hält, ist von einem Elefantenvogel. Der Elefantenvogel war ungefähr so 3,5 Meter groß und hat wirklich so große Eier gelegt. Das ist eine Originalschale, die wieder zusammengeklebt wurde und ist im Westen Madagaskars zu finden. Der Vogel ist aber vor 1500 Jahren ausgestorben. Die madagassischen Männer sind in der Regel viel fleißiger als ihre Frauen. Während es das Ziel der Frau ist, Kinder zu bekommen und zu Hause einen gemütlichen Alltag zu genießen, plagen sich die Männer bei der Feldarbeit und anderen Belangen des Haushalts. Das ist eine interessante Frage, ja. Und sie ist? Falsch. Ich finde interessant, dass alle sich so einig sind. Genau. In Madagaskar ist es tatsächlich so, dass die Frauen die Hauptverantwortung tragen und dass die Männer eigentlich sich sogar oft verdünnisieren und eher sich verpflichtet fühlen, sich mit Freunden zu einem Spiel zu treffen oder sich zu betrinken. Das ist tatsächlich ein sehr großes Problem in Madagaskar und die Frauen machen wirklich sehr, sehr viel. So, die Hälfte der Leute steht noch. Mal schauen, wie es nach der Frage ausschaut. Beim Thema Gendern sind die Madagassen schon einen Schritt weiter. Vornamen sind nicht geschlechtsspezifisch, sondern können sowohl für Männer als auch für Frauen gelten. Und bei den öffentlichen Toiletten wird meist ebenfalls nicht nach Geschlecht unterschieden. Was denkt ihr? Stimmt oder stimmt nicht? Alle abgestimmt? Das stimmt. Ich habe euch einen kleinen Hinweis schon gegeben, als ich gesagt habe, diese Karten, die ihr hochhaltet, der Mann da drauf heißt Heri, das heißt so viel wie Macht. Und die Frau, die drauf ist, heißt auch Heri, heißt auch Macht. Kann auch mal vorkommen, dass eine Frau heißt Tina, ja, ganz normaler madagassischer Name, der Mann heißt auch Tina. Smartphones sind in Madagaskar keine Neuheit. Viele Madagassen sind auf Social Media, wie beispielsweise auf Facebook, unterwegs, tummeln sich auf dem Marketplace herum und posten Selfies. Das ist eine schwere Frage, da hauen wir jetzt viele raus. Das ist richtig. Genau, das ist eigentlich auch unglaublich. Die Menschen, die oft Probleme haben, genügend Essen zu bekommen, haben aber oft tatsächlich mindestens ein Handy bei sich im Haushalt. Und es gibt sogar in Madagaskar extra einen sehr, sehr günstigen Tarif, womit man nur Facebook nutzen kann. Das heißt, die Madagassen nutzen nicht das World Wide Web, aber du findest alles auf Facebook. Ja, und viele Haushalte haben sogar ein kleines Solarpanel, mit dem man eben das Handy aufladen kann. Genau. Die finden überall eine freie Steckdose, die gehen in die Bank rein oder in den Supermarkt zu uns bei Nehemia und chargen, also laden da heimliche Handy immer auf. So, da hinten stehen noch 3 Kinder, toll, und 4 Erwachsene. Mal schauen, wie es jetzt aussieht.
In Madagaskar Urlaub zu machen, bietet sich nicht nur für Abenteuerlustige an. Service wird großgeschrieben und so kommt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch schnell an abgelegene Orte, wo man bereits mit einem Begrüßungscocktail empfangen wird. Glaubt keiner von euch? Stimmt auch nicht. Genau. Also Service wird eher klein geschrieben, Gastfreundschaft wird groß geschrieben, das stimmt, aber solltest du irgendwo hinfahren wollen, brauchst du lang, wenn wir an die Küste wollen, das sind 300 Kilometer, eigentlich nur, fahren wir Autobahn, ja, einspurig, brauchen wir mindestens 11 Stunden dafür, 30 km/h. Also diese Autobahnen sind so wie unsere Waldwege in Deutschland ungefähr, ne? Immer wieder bremsen für Schlaglöcher, dann fährt man mal 50 oder 60, gibt richtig Gas für 20 Sekunden und dann bremst man wieder ab. In der Regenzeit sowieso. Danach werden die Straßen wieder repariert, einigermaßen. Okay, über 2/3 der Madagassen bezeichnen sich als Christen. Dadurch findet der Ahnenkult, dem die Madagassen früher angehörten, hauptsächlich nur noch in der von der Außenwelt abgeschnittenen Gegenden statt. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich habe vorhin auch einmal gesagt, der Ahnenkult ist wirklich überall noch zu finden in Madagaskar. Und das ist auch ein bisschen dramatisch oder sehr dramatisch, wo ja auch unsere Arbeit greifen soll. Das ist sehr schwierig für die Madagassen da rauszukommen, weil es sie einfach sehr, sehr festhält. Genau. War das schon die letzte Frage, Schatz? Schauen wir mal, weil ich habe ja auch einen Preis. Nee, Preis kriegt noch keiner. Es gibt noch eine letzte Frage. Die müsst ihr schaffen. Madagaskar galt als unbewohnt, bis im 5. bis 7. Jahrhundert nach Christus die ersten Einwohner aus Afrika eingereist und die Insel besiedelt haben. Oh, es stimmt leider nicht. Das ist auch eine schwere Frage. Also 5. bis 7. Jahrhundert, das stimmt, das sind die ersten wohl nach Madagaskar gekommen, aber es waren nicht die Afrikaner, weil das denkt man eigentlich, Madagaskar ist afrikanisch, weil es ja auch zum afrikanischen Kontinent dazugezählt wird. Aber die ersten, die kamen so aus Indonesien, die waren viel bessere Segler, sind dann mit ihren Booten rübergefahren, haben Madagaskar besiedelt. Und erst später, als dann die Europäer auch gekommen sind und die hatten ja großen Sklavenhandel, Sklaven aus Afrika mitgebracht und dann haben die Sklaven, also die Dunkelhäutigen auch Madagaskar mit besiedelt. Mittlerweile sieht man einen einzigartigen Mix, den gibt es weltweit so nicht, dass Asien und Afrika ethnisch so zusammenkommt wie in Madagaskar. Habt ihr vielleicht auch so ein bisschen in den Bildern gesehen, manche schauen eher afrikanisch aus und manche asiatisch. Die zwei kriegen trotzdem, weil ich es so schön vorbereitet habe, eine madagassische Mittagsmahlzeit als Preis überreicht. Und die 3 Kinder da hinten, die bis zum Schluss noch gestanden sind, dürfen sich die Belohnung dann zu Hause abholen. Den Reis kann man dann auch zum Frühstück essen oder zum Abend, wenn ihr kein Mittagsmenü haben wollt. In Madagaskar macht man eigentlich immer Reis. In unserem, ich sag mal, zweiten Teil von unserer Präsentation, jetzt haben wir euch so ein bisschen in unsere Arbeit auch mit reinnehmen können und ihr habt auch ein bisschen was gesehen und gehört von Madagaskar, wollen wir euch so unsere geistlichen Erfahrungen weitergeben. Ich fange an, erzähle ein Erlebnis, dann kommt Nela und am Schluss mache ich nochmal eins. Einfach, was uns so wichtig geworden ist, was uns aufgefallen ist oder wo wir so persönliche Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Madagaskar hat circa, ich fange so an, ich nenne euch erstmal meinen Punkt, der heißt die Kraft des Evangeliums. Und Madagaskar hat circa 40.000 Dörfer, landesweit. Also man hat die nicht genau gezählt, aber man schätzt circa 40.000. Und über die Hälfte von diesen 40.000 Dörfern, circa 22.000, die haben noch nie was von Jesus gehört. Das heißt, die sind mit dem Glauben noch nie in Berührung gekommen. Und
Wir dürfen auch manchmal unterwegs sein, nicht nur im Rand der Hauptstadt, wo wir eben unseren Wirkungskreis haben, sondern wirklich auch in den Buschdörfern. Da arbeiten die Missionare öfter gut zusammen. Also in Madagaskar spielt es weniger eine Rolle, welche Konfession wir als Missionare untereinander haben oder aus welchem Land wir kommen. Es gibt auch nicht so viele Deutsche, sondern wir ziehen an einem Strang, würde ich sagen. Und das klappt richtig gut. Wir waren dann schon ein paar Mal mit der Heli-Mission unterwegs. Man sieht es hier mit dem Helikopter und die fliegen wirklich in Gebiete, die unerreichbar sind. Da kommt man mit dem Auto nicht hin, da läuft man einige Tagesmärsche. Und so durfte ich auch ein paar Buscheinsätze miterleben und habe eben auch gemerkt, wie das Evangelium wirkt, ohne großen Schnickschnack, einfach nur die gute Botschaft, wenn die verbreitet wird. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man ein neues Dorf käme, auch als Weißer, das ist richtig schwer. Es gibt gute Organisationen, die leben dann jahrelang mit den Einheimischen mit und lernen auch die Sprache und bringt große Frucht. Ich habe gesehen, wie in Madagaskar funktioniert es oft einfacher durch, ich würde sagen, eine Art Freundschaftswerbung. Wenn hier in Deutschland, wer ein bisschen Ahnung hat von Marketing und der weiß, wie gute Werbung funktioniert, ne? Da kann jemand kommen an deine Tür und klopfen und er hat das beste Produkt, aber du kennst die Person nicht und der will dir irgendwas verkaufen. Das funktioniert eigentlich nicht. Muss ja schon ein sehr guter Verkäufer sein. Aber wenn jemand was hat, was er dem anderen Freund präsentiert, der hat ein neues Handy, irgendwas Neues erfahren, jemand kommt mit einem neuen Auto vorgefahren, da wird man gleich immer ein bisschen neidisch und will ein bisschen mehr wissen. Googelt man gleich, was hat es gekostet und hat Interesse. Und so ein bisschen ähnlich ist das, würde ich sagen, mit dem Evangelium. Irgendwo muss man anfangen in einem Dorf. Aber wenn man in einem Dorf anfängt, in einem Dorf, was von Jesus noch nichts gehört hat, und die Leute bekehren sich, und es hat Strahlkraft, weil wenn sich ein Dorf bekehrt und Jesus in das Dorf kommt, dann macht es was mit diesem Dorf. Und es macht was mit der Umgebung. Dann hört ein anderes Dorf davon und sagt, was ist denn bei euch passiert? Ja? Die Dorfältesten, hier zum Beispiel, also der links, nicht der rechts, ne? Der ist ja auch auf der Suche. Jeder Mensch, der Jesus nicht gefunden hat, behaupte ich, ist auf der Suche. Der kann machen, was er will. Der kann die opfern, ja, die bringen Nahrungsopfer da, oder manchmal auch Tiere. Die beten die Götzenstatuen an, die fragen die Ahnen, was soll ich machen, was muss ich machen, damit ihr mir wieder wohlgesonnen seid. Und die suchen, weil sie auch schuldig sind, weil wir alle Menschen schuldig sind, aber haben noch nicht gefunden, was der Weg zu Gott ist. Und wenn die aber hören, dass sich in diesem anderen Dorf was getan hat, dann laden diese Prediger natürlich zu sich ein. Weil die Madagassen sind gastfreundlich. Kommt der Prediger in das neue Dorf und der hat oft, dieser Evangelist oder Prediger von den Organisationen, wo wir zusammengearbeitet haben, die haben oft ganz, ganz wenig Material. Also meistens hat er eine Bibel. Eine Bibel braucht er schon, aber nicht viel mehr. Und eine Bibel, deswegen machen wir auch manchmal Bibelquiz, wo wir dann Bibeln herschenken. Das ist ein echt extrem hohes Gut. Da hat er eine Basisausbildung. Ich würde fast sagen, wenn jemand zu euch in die Brüdergemeinde geht und der ist ein Jahr lang dabei, der weiß normalerweise mehr wie ein ganzer Pastor in Madagaskar, wenn er voll ausgebildet ist. Aber diese Grundausbildung... Schatz, muss ich ganz kurz sagen, diese Pastoren, das sind Madagassen. Genau, also das sind Madagassen, keine Missionare, sondern Madagassen. Genau, Madagassen. Weil der normale Missionar hat ja auch eine Bibel. Aber die haben wenig biblisches Hintergrundwissen, ja, aber die einfachen Geschichten verstehen sie und die haben das Evangelium verstanden. Und die gehen in das nächste Dorf und dann ist er zum Beispiel auch zum Glauben gekommen. Erst kommen die Dorfältesten zum Glauben, weil es ist ja auch hierarchisch aufgebaut in einem Dorf. Es gibt Medizinmänner und Dorfälteste und wenn die das Evangelium erfahren haben, dann tut sich was in ihrem Leben. Er hat zum Beispiel Heilung auch empfangen, der ist frei geworden von Krankheiten. Manchmal passiert es sofort, oft passiert es aber auch in einem Prozess und nach. Und dann dauert es einige Monate und die ersten Familien kommen zum Glauben, das halbe Dorf irgendwann und manchmal sogar das ganze Dorf. Und das hat mich so begeistert, weil ich gesehen habe, wie da das Evangelium wirkt. Ich kenne es ja auch aus Erzählungen nur selber. Leute gehen in den Busch und dann kommen Dörfer zum Glauben. Aber das dann selber mitzuerleben, das ist nochmal was ganz anderes. Und ich weiß, es funktioniert. Wenn wir unterwegs sind, hier seht ihr so ein einfaches Dorf mal von innen, das ist der Dorfmarktplatz hier und ein paar einfache Häuser. Da haben früher auf diesem Marktplatz abends zwielichtige Abendveranstaltungen stattgefunden, als die Leute noch nicht zum Glauben gekommen sind. Das heißt, die haben da Alkoholexzesse, weil nicht nur wir in Bayern wissen, wie man Bier braut. Die Madagassen, die brauen ihren Schnaps selbst zusammen.
Wenn die dann betrunken sind und das Lagerfeuer abends anschüren, ja, dann gibt es sexuelle Ausschweifungen und ja, Trinkgelage und. Auf solchen Plätzen, habe ich gesehen, findet jetzt Lobpreis statt. Machen die Lobpreisabende, richtig cool. Und wie Afrikaner halt auch Lobpreis machen. Hier ist eine provisorisch, nicht provisorisch, nein, für uns würde sie provisorisch sein, für die ist es das Kirchengebäude, das sie aufgebaut haben. Aus den Materialien, die sie so aus dem Busch gefunden haben, entsteht ruckzuck eine Kirche. Vorher gab es nichts, jeder hat sein kleines Hüttchen, zack, bauen die eine Kirche aus und feiern da drin Gottesdienste. Und ich als Missionar bin auch fleißig am Verkünden vom Evangelium. Hier haben sich 50 Kinder angekündigt, also der Ernst, der ist der Helipilot und wir sind verschiedene Dörfer abgeflogen. Ich habe den gefragt, wie viele Leute kommen und er sagt, ja, 50 Kinder kommen, immer 50 Kinder. Wir haben 50 Kinder vorbereitet, plötzlich standen wirklich 500 Kinder vor einem. Zum Teil haben die zum ersten Mal einen Weisen gesehen und wir haben denen natürlich von Gott erzählt. Viele Erwachsene sind auch im Hintergrund, nicht alle sind natürlich, also das sind die Hälfte vielleicht gar nicht gläubig gewesen, aber sie sind alle irgendwo interessiert. Und wir haben immer schön unsere Tools dabei, also ich habe eine große Box und auch hier, wie hier, Mikrofon, damit ich die Kinder nicht so anschreien muss. Wir haben Spiele vorbereitet, manchmal gibt es auch Süßigkeiten und man überlegt sich, wie erzähle ich den madagassischen Kindern, auch rhetorisch und so, das Evangelium am besten, dass es wirklich wirkt. Und das ist natürlich sehr europäischer Stil. Viel Vorbereitung, ne, viele Tools und Schritte, die zum Glauben führen. Aber ich habe auch gelehrt bekommen, dass das Evangelium selbst in sich so viel Kraft hat und man gar nicht so viel Schnickschnack drumherum braucht. Wir waren da eines Tages in so einer Hütte untergebracht, der Marius und ich, waren ein Missionarskollege, in einem so ein Hüttchen haben wir geschlafen. Es war schon 8 Uhr abends, 6 Uhr geht in Madagaskar die Sonne unter, das heißt, es war eigentlich nichts mehr los, aber wir konnten nicht schlafen, weil wir noch fit waren. Und hören da irgendwo so Buschtrommeln. Bum, 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 bum. Wir konnten nicht einschlafen. Und dann hat er gesagt, hey Stefan, bist du noch wach? Wollen wir da nicht drüber schauen, was da los ist? Wir hatten keine Ahnung, wo wir da hinlaufen, sind dann so durch das komplett fremde Dorf mit unseren Handytaschenlampen durch das Dickicht gegangen, kamen dann zu einem Gebäude, wo wir nicht wussten, was da drin ist, haben aber die Türen geöffnet. Hätte sein können, dass das noch Kannibalen sind und die uns als Mitternachtssnack verspeisen. War aber nicht so. Diese Musik und diese Gesänge waren dann doch eher dem Lobpreis zuzuordnen. Also haben wir gesagt, komm, gehen wir rein, schauen wir mal, wie lange die Veranstaltung geht. Und dann haben wir so eine Stunde mitgetanzt und ein bisschen mitgeklatscht, also wie wir steifen Europäer halt dann so ein bisschen mitwippen und mitklatschen. Ne? Und es ging dann so eine Stunde und dann sagte der Prediger vorne, cool, dass ihr Weißen auch da seid. Also auf Madagassisch, aber ich kann ja Madagassisch, habe ich gesagt, ja, und alle rufen ja. Und dann hat er gesagt, schönen Lobpreis machen wir hier in Madagaskar, stimmt's? Und ich sage, ja, toll. Und dann hat er noch irgendwas anderes gesagt, aber ich habe nicht genau verstanden, was. Und ich sage zu Marius, ja, ne, ja. Und dann war es plötzlich still. Und er sagte, ah toll, die beiden Weisen kommen nach dem nächsten Lied auf die Bühne und geben eine Predigt. Und ich so, wow, aber Marius, wir müssen jetzt predigen, aber wir haben schon alles rausgelassen, also wir hatten unser Programm fertig und was soll ich den Leuten erzählen? Und es sind vor allem Erwachsene und es war in der Fremdensprache abends so unvorbereitet, weil ich auch kein Pastor bin. Was macht man jetzt? Und dann haben wir einfach losgelegt und das Evangelium verkündet. Das, was man eigentlich schon den ganzen Tag gemacht hat, aber halt ohne irgendwelche Tools, ohne Anschauungsmaterial, einfach von Herzen und mit einem persönlichen Zeugnis. Ja, den Leuten erzählt, guck mal, wir sind hier die Weisen und ihr feiert uns auch, weil man hat ein gewisses Ansehen in Madagaskar als Weiser. Das ist toll, aber wisst ihr, wir sind auch Sünder. Ja, wir sind genauso Sünder wie ihr. Und wir haben den Weg zu Gott gesucht. Und Jesus ist die Lösung. Er hat unsere Sünde am Kreuz vergeben. Und durch ihn können wir wieder zu Gott kommen. Und das haben wir erzählt, aber mit dem persönlichen Zeugnis und die Leute waren begeistert. Und das hat mich so ermutigt, weil ich gemerkt habe, es ist toll, wenn man ein volles Programm hat und sich alles Mögliche überlegt, aber wenn du jemanden für Jesus werben willst, dann musst du eigentlich nur das, was du selber empfangen hast, die Sündenvergebung predigen, das Evangelium predigen und ehrlich von dir erzählen, wie du zum Glauben gekommen bist und warum du im Team von Jesus jetzt mitspielst. Ja, also das fand ich einfach genial. Ihr habt gesehen, ich spreche vor 500 Kindern, ja, aber es können 500 Kinder kommen oder nur eins. Ich habe auch eine gewisse Menschenfurcht. Menschen das Evangelium zu erzählen, habe ich auch manchmal Angst, dann die richtigen Worte zu finden.
woran ich mich immer erinnere, ich erinnere mich immer an den Weihnachtsmann. Warum an den Weihnachtsmann? Ich will mit einem Selbstbewusstsein wie ein Weihnachtsmann auftreten. Dürft niemanden verraten in Madagaskar, wer hinter diesem Kostüm steckt, ja? Das wissen die nicht. Der Weihnachtsmann hat einen Sack voller Geschenke. Und egal, ob ich in Deutschland bin oder in Madagaskar, ich stelle mich hin mit einem Sack voller Geschenke und es kommen alle Kinder. Und wenn ich einem Erwachsenen ein Geschenk gebe, sagt auch keiner nein. Man ist eine beliebte Person, weil man was umsonst verteilt. Und wenn ich vom Evangelium erzählen will, dann kann ich eigentlich auch auf jeden zugehen, denn ich habe noch was viel Besseres wie der Weihnachtsmann in meinem Sack. Ich habe ein Geschenk, das ich jedem, der noch nicht gläubig ist, geben kann, nämlich den Schlüssel zum ewigen Leben. Ich kann das Evangelium erzählen und ich kann es umsonst rausgeben. Und wenn ich das mache, von mir persönlich erzähle, wie ich Gott erfahren habe und wie ich zum Glauben gekommen bin, wenn ich jemandem das Evangelium erzähle, der kann es annehmen oder nicht. Aber ich habe damit meinen Job getan und bin sozusagen Geschenkeverteiler. Deswegen dieses Bild, und es gefällt mir so, weil ich sage, das Evangelium hat sich ja Gott ausgedacht. Er hat sich den Weg ausgedacht mit Jesus am Kreuz. Das war nicht ich. Und dass er mich damit errettet hat, dafür bin ich extrem dankbar. Aber ich muss dieses Evangelium nicht wirkungsvoll machen. Ich muss das nicht sonderlich verpacken, sondern dass das wirkt in den Menschen, denen ich es erzähle. Das ist komplett der Job von Gott und vom Heiligen Geist. Mein Job ist es aber, das Evangelium zu erzählen. Genau. Okay, jetzt kommt meine persönliche Geschichte, die ich im letzten Jahr erlebt habe. Und zwar geht es um den Einsatz meiner, beziehungsweise vielleicht auch um den Einsatz deiner Talente. Genau, also ihr kennt mich vielleicht noch nicht alle so gut, aber ich bin schon seit ich ein Kind war, künstlerisch kreativ unterwegs. Und immer wenn ich in der Schule saß, habe ich fleißig auf meine Blätter rumgekritzelt und ich hatte gute Noten in Kunst und Musik, aber schlechte Noten in Mathe und Englisch und in diesen ganzen wichtigen Fächern. Und es gab in meinem Umkreis sehr liebe Menschen, die haben mich dann auch ermutigt und die haben gesagt, oh, du hast aber ein schönes Talent von Gott bekommen. Und ich, wenn ich ganz ehrlich bin im Innersten, ich habe zu Gott gesagt, das ist voll das doofe Talent, was soll ich damit anfangen? Wem helfen diese Bilder? Aber ich brauche gute Noten in den Hauptfächern, weil sonst schaffe ich die Schule nicht. Und da war ich nicht so ganz einverstanden als Kind. Und als ich dann später erwachsen war und selber 4 Kinder hatte, habe ich gemerkt, das ist eigentlich ganz praktisch, dieses Talent, weil es fällt mir relativ einfach, meine Kinder zu erziehen, weil die Dinge, die ich mit meinen Kindern erleben kann, die machen mir auch wirklich Spaß. Und da kann ich ihnen auch wirklich was mitgeben. Und wiederum später waren wir ja dann in Madagaskar und auf dem Missionsfeld durfte ich auch sehr viele Aufgaben machen, wo ich meine kreativen Gaben einsetzen konnte und gemerkt habe, Gott hat sich schon was damit gedacht, also dass er mich so geschaffen hat, wie ich bin. Und das hat schon dafür gesorgt, dass ich dankbar dafür geworden bin. Genau, und eine der Aufgaben, die ich in Madagaskar mache, ihr wisst es ja schon, ist, den Kindergarten dort zu leiten und den Mitarbeitern dort zu helfen. Und die Kinder in Madagaskar, die haben zu Hause halt gar keine Spielsachen, also wirklich gar nichts. Und haben zum Beispiel auch gar keine Bücher. Deswegen haben wir auch ganz, ganz viel von den ganzen Sachen im Kindergarten, wo die Kinder das dann tagsüber nutzen können. Außer Bücher haben wir auch noch nicht genügend gehabt. Also bin ich auf den Markt gegangen und habe Bücher kaufen wollen und habe festgestellt, es gibt ja kaum Bücher in madagassischer Sprache, also wirklich vielleicht eine Handvoll Bücher für Kinder mit Bildern und in madagassischer Sprache. Und da war ich ziemlich entsetzt, weil wir als Deutsche finden das ja total wichtig. Für unsere Kinder muss ja ein großes Bücherregal mit Bilderbüchern stehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann male ich halt mal so ein Buch und dann kann ich das wenigstens im Kindergarten auslegen oder wir können das vielleicht sogar an unsere Nehemia-Familien verteilen. Und das habe ich dann so in meiner freien Zeit gemacht. Also im Missionarsalltag gibt es ja viele Projekte und Aufgaben und wenn die Kinder nachmittags zu Hause sind, sind die Kinder zu Hause und dazwischen gab es manchmal so Zeitfenster und da habe ich dann gemalt und dann ist ein bisschen Zeit vergangen und dann habe ich mein erstes einfaches Büchlein gemacht und wir haben das verteilt und dann ist wieder ein bisschen Zeit vergangen und irgendwann habe ich ein zweites Buch mal gemacht. Und ich habe schon gemerkt, das macht mir Freude und ich habe auch gemerkt, die Kinder freuen sich so richtig drüber, wenn sie so eins bekommen. Und Gott hat auch in der Zeit zu mir gesprochen, er hat zu mir gesagt, ja, ich will, dass du diese Bücher machst. Und als ich überlegt habe, ja, was für Bücher soll ich machen, ein bisschen mit einer christlichen Richtung oder so natürlich wäre gut. Und Gott hat zu mir gesagt, nee, mach wirklich die Geschichten aus der Bibel, genauso wie sie in der Bibel stehen, ins Buch, aber einfach so ein bisschen kindgerecht, in der kindgerechten, einfachen madagassischen Sprache. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war wieder irgendwann die Zeit, dass ich gemerkt habe, Gott möchte, dass ich wieder ein Buch starte. Und zwar soll es diesmal das Evangelium sein. Das heißt also die ganze Story aus der Bibel zusammengefasst, weil wir wollten das Buch an noch mehreren Orten verteilen, wo wir vielleicht nicht öfters vorbeikommen. Also das heißt, Kinder bekommen vielleicht nur dieses einzige Buch.
Und also der Auftrag war klar und ich dachte mir, okay, ich warte auf dieses Zeitfenster, dass ich wieder anfangen kann. Und es kam nicht, weil da kamen immer ständig neue, andere Aufträge und ich kann ja nicht einfach plötzlich nicht in den Kindergarten gehen, nur weil ich zu Hause sitze und male. Also ich konnte ja nicht einfach meine anderen Sachen liegen lassen. Und ja, so verging dann 1 Monat, 2 und 3 und wir haben auch Gott immer gefragt, das war so auch in dem Zeitraum, wo Fanilo so ein bisschen entstanden ist, haben wir Gott immer um Wegweisung gefragt und was willst du denn mit uns in Madagaskar und so. Und dann hat er noch nicht so viel uns verraten, aber ich wusste in meinem Herzen, ich soll ja diese Bücher machen, aber ich habe es nicht gemacht. Und es sind wirklich einige Monate ins Land gezogen und ich habe nicht diese Zeit gefunden. Und dann kam der Mai, glaube ich, Mai 2024 und ich hatte einen schlimmen Reitunfall. Mein Pferd war eigentlich immer ganz brav und ganz lieb, aber es hat sich mega erschreckt und ich bin richtig unsanft auf dem Boden gelandet und war dann im Krankenhaus. Ich habe hier einen leichten Bruch im Oberarm gehabt und in der anderen Hand hatte ich einen Bänderriss und so konnte ich dann nichts mehr machen. Und die im Krankenhaus haben gesagt, mindestens 6 Wochen musst du zu Hause bleiben, auf keinen Fall das Haus verlassen, schon gar nicht in den Kindergarten gehen, du hast jetzt wirklich Hausarrest. Und das war schrecklich. Oh, schlimmste Strafe überhaupt. Und natürlich habe ich gefragt, oh mein Gott, warum hast du das jetzt zugelassen? Das macht ja gar keinen Sinn. Jetzt kann ich die ganzen wichtigen Sachen alle gar nicht machen und bin total nutzlos zu Hause, hänge ich da rum. Und ja, und ich habe mir dann schon gedacht, naja, irgendwas hat sich Gott vielleicht schon dabei gedacht, weil er lässt ja nicht einfach irgendwas zu, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, dachte ich. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht wollte er mich entschleunigen. Ja, ist ja auch heutzutage ganz modern, dass Leute schnell in Burnout kommen, vielleicht müssen die entschleunigt werden. Aber dann dachte ich mir, nee, das kann nicht sein, das passt nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja viel Zeit habe, ganz viel Zeit, das ist ja auch was Positives. Und nach der ersten Woche ging es mir schon wieder besser. Und dann ist mir noch was aufgefallen, ich war zwar irgendwie voll eingeschränkt, aber ich konnte meine rechte Hand bewegen und ich bin Rechtshänderin. Also habe ich mich endlich hingesetzt und ich habe angefangen, das Evangelium aufzuzeichnen. Und so habe ich dann die Zeit nutzen können, bis zum Ende das ganze Evangelium zu zeichnen. Und das Interessante ist, ich war genauso lange krank, bis ich das Evangelium fertig hatte. Als das Buch komplett fertig war, konnte ich auch wieder losgehen und meine anderen normalen Arbeiten machen. Also Gott hat mir wirklich diese Zeit geschenkt. Das habe ich gemerkt. Und was anderes, was mir auch aufgefallen ist in so einer Situation, also es ist jetzt nicht völlig dramatisch, aber es war für mich halt schon ein bisschen eine Ausnahme zum Alltag. Da kommt man Gott nochmal auf eine andere Art näher. Also für mich in meinem Alltag ist immer ganz viel Trubel außen um mich rum, weil ich ganz viel mit Leuten zusammen arbeite und wenn ich zu Hause bin, sind ja auch die Kinder zum Beispiel da. Ich bin ganz viel im Außen mit meinen Gedanken. Ich nehme ja schon meine stille Zeit und im Alltag zwischendrin, wenn es ruhig ist um mich rum, dann bin ich auch im Zwiegespräch mit Gott, aber es ist trotzdem sehr viel Lautstärke. Und in der Zeit, wo ich ja wirklich den ganzen Vormittag zu Hause war und da war niemand, habe ich plötzlich nochmal eine ganz andere Beziehung zu Gott bekommen. Und dann habe ich zum Beispiel gefragt, ja, ich weiß schon, das nächste Bild steht an, aber mir fällt nicht ein, wie ich diese Situation darstellen soll. Habe ich Gott gefragt und er hatte wirklich keine Idee und der Heilige Geist hat mir zack wirklich eine mega gute Idee gegeben und ich konnte die auch direkt gut umsetzen, ohne dass ich da immer wieder irgendwas ausbessern musste. Also es war für mich wirklich eine ganz besondere Zeit. Und ich erzähle euch die Geschichte, weil ich denke, vielleicht den einen oder anderen von euch kann es ermutigen, weil mich hätte es auf jeden Fall sehr ermutigt. Das war wieder so ein Beispiel dafür, dass ich dachte, ja, ich habe vielleicht hier ein kleines Talent mit diesem Zeichnen von diesen kleinen Bildchen, aber es ist nicht so wichtig. Wichtig waren die ganzen anderen Dinge um mich herum und ich habe das nicht ernst genommen. Und ich bin aber ganz sicher, dass Gott jedem Menschen bewusst ein Talent gegeben hat und selbst wenn wir denken, das ist jetzt in unserer Gesellschaft gar nicht wichtig oder ich kann damit ja wirklich irgendwie, jetzt habe ich gar keine Idee, was jetzt Gott damit machen möchte ich dich ermutigen, trotzdem darauf zu vertrauen und Gott nochmal zu fragen und wenn du dir sicher bist, es will Gott wirklich von dir, das als erste Priorität zu machen. Was passiert ist, als ich das Buch fertig hatte, da konnte ich ja wieder meine anderen Arbeiten machen, kamen gleichzeitig plötzlich von ganz verschiedenen Stellen zweckgebundene Spenden bei Nehemia rein und zwar für die Kinderbücherdruckarbeit. Und wir konnten sofort 5000 von diesen Büchern drucken. Also wir haben so eine kleine, einfache Druckerei mit so 3 Haushaltsdruckern und 2 Angestellten, die haben dann diese ganzen Blätter ausgedruckt. Und wir konnten die sofort an alle Familien von Nehemia verteilen, dass alle so ein Büchlein bekommen haben. Und dann kamen aber direkt auch schon ganz viele Anfragen von außerhalb, von anderen Missionaren, von Organisationen, die irgendwo auf der Insel saßen, die wir zum Teil gar nicht kannten. Die haben das mitbekommen, dass wir diese Bücher jetzt haben. Und die haben natürlich auch das Problem, dass sie keine Bücher in madagassischer Sprache haben. Und die haben bei uns angefragt, ob sie bei uns Bücher abkaufen können. Und seitdem steht bei uns der Drucker nicht mehr still. Bis jetzt drucken wir nonstop immer die Bücher nach und in der Zwischenzeit sind auch noch andere Bücher entstanden und wir mussten auch noch mal jemanden einstellen, damit
wir ein bisschen schneller fertig werden. Und ich habe gemerkt, Gott braucht eigentlich von mir nur ein kleines bisschen, 6 Wochen. Aber er ist jetzt schon monatelang am Werk und vervielfältigt das. Und er bringt die Finanzen und die Personen und der macht das einfach alles möglich wert und macht was draus, was ich nicht geahnt hätte vorher. Und das Zweite, was ich auch noch mitgeben möchte, es gibt natürlich in jedem Leben von uns mal Situationen, wo wir aus der Bahn geschmissen sind und uns überlegen, was macht das jetzt für einen Sinn? Und ich glaube nicht, dass Gott uns solche doofen Situationen gibt, um uns zu bestrafen oder weil er uns als auswischen will oder einfach nur, um es zu testen oder irgendwie fies zu sein, sondern meistens können solche Situationen genutzt werden, dass wir selber einfach charakterlich wachsen, dass wir dazulernen oder vielleicht möchte er uns einfach eine Möglichkeit dadurch geben, die wir vorher nicht gehabt hätten. Ich habe auch noch einen Bibelvers mitgebracht, aber den haben wir leider nicht aufgeschrieben, aber wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das auch raussuchen. Es sind nur 2 Verse. In Römer 12, Vers 11 und 12. Römer 12, ab Vers 11. Und zwar, das beschreibt irgendwie so ein bisschen die 6 Wochen von mir. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Genau. Und ich muss sagen, diese 6 Wochen, die für mich eigentlich die unverheißungsvollsten Wochen des Jahres schienen, sind für mich rückwirkend eigentlich die 6 produktivsten Wochen geworden. Und genau, und ich glaube, wenn wir unsere Talente wirklich für Gott einsetzen und darauf vertrauen, dass er was draus machen kann und dass es nicht unwichtig ist, dann können wir nicht nur einmal so ein Erlebnis im Leben haben, sondern Gott möchte mit uns viele solche richtig tollen Erlebnisse haben, wo er einfach Geschichte mit uns schreibt, aber auch mit uns zusammenwachsen möchte. Die Hefte, die ihr da seht, die haben wir auch draußen ausgelegt, könnt ihr euch gerne anschauen, auf Madagassisch, wer es lesen mag. Wir haben die auch als Ausmalbücher auf Deutsch, da sind ein paar Exemplare zum Rausgeben. Ich glaube, der David hat schon mal welche ausgedruckt. Im Kindergottesdienst, ne? Gibt es auch zum Ausdrucken auf unserer Homepage. Genau, auf unserer Website kann man die auch auf Deutsch als Ausmalbuch für den Kindergottesdienst zum Beispiel nutzen. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe vorhin vom Evangelium erzählt, dass das auch mein Lieblingsbuch ist und ich extrem happy war, als Nela das endlich fertiggestellt hat. Und wenn man die in dem Busch da verteilt, ne? Also es sind keine gestellten Bilder, das habe ich live erlebt und ich gebe die den Kindern und Jugendlichen raus und du siehst, wie die lesen und in jedem Haushalt kann da auch jemand irgendwo lesen und die lesen da das Evangelium zum ersten Mal. Das ist einfach so, ja, richtig cool. Und ich komme zu unserem letzten Punkt, geistliche Erfahrung von mir. Ihr seht mich hier, ich freue mich da voll, bin in der Mitte und bin voll in meiner Arbeit, in meinem Element und gebe Bücher aus. Sehr cool. Das ist auch mein Job, meine Arbeit, aber ich möchte euch auch ein bisschen erzählen, wie es manchmal sonst in mir aussieht oder wie nicht so schöne Seiten auch in mir stecken oder im Missionarsdasein. Vieles ist toll, macht viel Spaß. Der 3. Punkt heißt die Chance auf gute Werke. Ich sehe da 2 Bettlermädchen, 3 sogar, noch ein Baby auf dem Arm, ganz normale Alltagssituation. Ja, und hier an der Hauptstraße, da fahre ich einmal die Woche vorbei oder laufe vorbei. Wir wohnen, haben ein schönes Haus gemietet, wohnen aber auch Haus an Haus mit den armen Madagassen. War uns auch bewusst so wollten wir es auch. Wir sind nicht irgendwo abgeschottet in einem Compound, sondern will auch Kontakt zu den Menschen, weil für die bin ich auch da. Und das machen wir auch gut, glaube ich. Ich habe einiges an Projekten gesehen, ne? Ist toll, die Arbeit. Aber wie sieht es abseits davon aus, so außerhalb der Arbeitszeit? Am Anfang, wo dann viele Leute auf mich zugekommen sind, ich bin so auf der Straße und begegne jeden Tag zig Leuten mit meiner weißen Hautfarbe. Und es ist nicht so wie in Deutschland Multikulti, sondern das sind alle eben Madagassen und ein ganz, ganz kleiner Prozentteil, der ist weiß. Das heißt, wenn ich da auf die Straße gehe, die Leute sehen mich sofort, die begrüßen mich, die sagen Bonjour Monsieur, ça va, ça va. Dann sage ich, ja, Salama, dann merken die, oh, der kann Madagassisch und dann kommen sie her und dann erzählt man und ist erstmal toll. Aber wenn du monatelang da lebst oder jahrelang, kommen immer mehr Leute natürlich auf einen zu und die sehen, der ist weiß, der ist automatisch reich und die fragen mich ständig um irgendwelche Sachen an. Um Geld, um
Hilfe, die haben kranke Kinder auf dem Arm, drücken sie mir fast in die Hand, zeigen Atteste von Ärzten, die ich nicht verstehe und sagen, kannst du nicht helfen, kannst du nicht helfen. Patron, sagen die zu mir, hast du nicht Arbeit für mich? Ja, ich schau mal, ne? Ich schau mal, sage ich, aber jetzt nicht, aber ich melde mich bei dir, aber hey, Gottes Segen dir und toi auf der Arbeitssuche. Und dann gehe ich weg und ja, so fühle ich mich oft überwältigt und es ist abseits der Arbeit manchmal echt zu viel. Wir schicken auch, also eigentlich haben wir auch ein Verbot, anderen Menschen zu helfen von unserer Arbeit aus, weil Nehemia sagt, die müssen dann zu uns kommen und die gehen dann zu den Sozialarbeitern, damit auch geprüft wird, ob ihre Story wahr ist. Weil das, was sie einem erzählen, ist oft gelogen, haben kranke Kinder auf dem Arm, aber es sind gar nicht ihre Kinder. Gibt verschiedene Beispiele. Also manchmal sage ich zu mir, ist ja dann auch besser, man hilft gar nicht, oder? Naja, bin ein guter Missionar, gehe wieder nach Hause und habe dann schön in der Bibel gelesen. Jakobusbrief, Kapitel 2, ab Vers 14. Jakobus, finde ich, spricht immer schön direkt die Leute an. Und da hat er im Prinzip zu mir gesprochen und sagt, was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke, kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, ne? Wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft das ihnen? Und das hat mich erstmal getroffen. Das hat mich getroffen wie der Schlag, weil gerade eben habe ich noch arme Leute verabschiedet. Ne? Das sind im Prinzip meine Worte. Geht hin, wärmt und sättigt euch, ja? Gottes Segen euch. Ich bete vielleicht auch für euch. Ja? Aber man hilft denen in Wirklichkeit nicht und hat irgendwelche Ausreden. Boah. Und da habe ich mich voll ertappt gefühlt. Das hat mich schon ein bisschen vom Hocker gehauen. Musste das gleich nochmal lesen, steht es da wirklich drin. Der Jakobus geht da sogar so weit, dass er sagt, kann der Glaube denn allein selig machen? Also das glaube ich schon. Der Glaube allein macht uns selig, nur Jesus, seine Tat am Kreuz. Aber es entstehen daraus, nachdem du gläubig bist, automatisch Werke. Ja, die entstehen automatisch, macht man mehr oder weniger gute Werke. Ich habe so für mich überlegt, Stefan, deine guten Werke, zähl mal kurz auf. Was sind eigentlich gute Werke, habe ich mir überlegt, weil ich mache ja viel tolle Missionsarbeit. Ist das schon ein großes Werk nicht? Missionsarbeit ist sicherlich auch gut, kriege aber auch mein Geld dafür, ne? Und kriegt man Ansehen und die Leute sagen Danke und so weiter. Aber für mich ein gutes Werk sind einfach, also sind Handlungen, die dem Willen Gottes entsprechen und aus dem Glauben heraus geschehen, zum Beispiel Barmherzigkeit, Hilfe, Gastfreundschaft, Spenden, Trost, kann vieles sein, aber man kriegt eigentlich nichts dafür sofort zurück. Ja? Ich tue das auch nicht für Ansehen, man tut es am besten im Verborgenen, aber der Herr sieht es, das ist wichtig, wenn es andere sehen und Danke sagen, super, aber man macht es einfach aus dem Glauben heraus. Und ich habe mich gefragt, wie viel ist da bei mir vorhanden? Und da habe ich schon das eine oder andere gefunden, so ist es nicht, aber gemerkt, boah, was ich eigentlich da an Ressourcen habe, an Zeit, vielleicht auch an Finanzen, was ich vor Ort habe, ist noch zu wenig. Erst hat mich dieser Bibelvers, diese Bibelstelle vom Jakobus irgendwo peinlich berührt, weil ich gemerkt habe, boah, geht vielleicht noch nicht alles. Aber im zweiten Hinschauen hat mich das sehr, sehr stark ermutigt. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und mir ist bewusst geworden, dass das eigentlich eine sehr, sehr positive Stelle ist im Jakobusbrief mit den guten Werken, weil jedes gute Werk, was man machen kann, immer eine Chance ist, sozusagen eine gute Tat für Gott zu machen, aus dem Glauben heraus. Es ist also nicht, dass mir ständig Bettler oder andere Hilfsbedürftige über den Weg geschickt werden, um mich zu ärgern, sondern ich habe immer wieder die Chance, ein gutes Werk an Menschen zu tun. Und das hat mir einen kompletten Turnaround gegeben, eine komplett andere Denkweise, wo ich merke, boah, die Leute, die zu mir kommen, der erste Gedanke ist vielleicht, ich kann jetzt gerade gar nicht aus irgendwelchen Gründen, aber der zweite Gedanke ist, Moment, ich habe immer eine Chance, was Gutes bei den Menschen zu bewirken. Nimm mir ein bisschen Zeit für die Menschen, erzähl denen vielleicht das Evangelium, vielleicht gebe ich denen auch mal ein Scheinchen, aber vielleicht kann ich denen auch wirklich helfen. Und da hat sich die Perspektive bei mir eben komplett verändert. Genau. Wenn du vielleicht nicht so viele Chancen hast, gute Werke zu tun, weil dir nicht so viele Bettler über den Weg laufen in Deutschland,
was vielleicht auch manchmal angenehm ist, glaube ich aber doch, dass es viele Gelegenheiten gibt, wo man Anfragen bekommt, wo Leute Hilfe suchen, sei es Freunde oder Nachbarschaft, wo auch immer. Es gibt immer Leute, die Hilfe benötigen oder gute Werke, die es zu tun gibt. Denkt dran, es mag vielleicht, erstmal denkt man, ich habe keine Zeit oder kein Geld oder was auch immer, aber denkt dran, es ist immer eine Chance, auch ein gutes Werk zu tun. Genau. Wir haben uns dann noch gedacht, zum Abschluss, weil wir die Gelegenheit voll nutzen, dass wir mit so vielen Glaubensgeschwistern zusammen sind. Und wir haben natürlich auch Herausforderungen in unserem Alltag und haben uns gedacht, vielleicht habt ihr Lust für uns zu beten. Und ich finde es immer einfacher für jemanden zu beten, wenn ich konkret was an die Hand bekomme. Deswegen haben wir jetzt mal 3 Sachen aufgeschrieben, die uns voll weiterhelfen würden, also Gebetsanliegen. Das eine ist Weisheit für alle laufenden Projekte und deren Weiterführung. Das Problem ist manchmal, die Not ist riesig und man könnte vieles machen und man hat auch ganz, ganz viele Ideen, wie man den Leuten helfen kann, aber nicht alles funktioniert, nicht alles ist wirklich hilfreich und wir sind sehr bemüht, da auch uns durch den Heiligen Geist führen zu lassen und Gott zu fragen, was ist wirklich dran, und da bitten wir auch wirklich um Weisheit, vor allem jetzt was Fanilo anbelangt, weil das ist ja was Neues, wo viele neue theoretische Wege vielleicht offen stehen, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen können. Dann genau eben auch zu Fanilo die Vereinsgründung, das wisst ihr jetzt schon, dass wir da einfach darauf warten, dass das unterschrieben wird, dass wir jetzt endlich ein Verein sind. Bisher sind uns eben noch die Hände ein bisschen gebunden, wir können zum Beispiel kein eigenes Grundstück erwerben, wir haben keinen Platz einfach, weil man kann jetzt in so einem Dorf auch nichts mieten, jede Familie hat einfach ihr eigenes Grundstück und ihr eigenes Haus und da gibt es jetzt nichts, wo du sagst, da kann ich mich einfach einnisten und wir haben einfach nur dieses kleine Büroteil und das nutzen wir schon, aber wir sind ein bisschen gebunden, wenn wir was anderes anbieten wollen, weil wir einfach, also das ist als Beispiel, das würde uns helfen, wenn wir diesen Verein hätten, dann könnten wir ein Grundstück zum Beispiel kaufen. Dann Schutz und Gesundheit und für unsere Familie. Wir haben jetzt nicht so viel gesagt über die Situation in Madagaskar, wie es ist, da zu leben, aber in der Hauptstadt ist zum Beispiel die Luftverschmutzung sehr extrem hoch. Viele Leute, auch Einheimische, aber natürlich auch Leute, die von außerhalb kommen, da leben eine Zeit lang, entwickeln oft irgendwelche Atembeschwerden oder Asthma. Und jetzt zum Beispiel unsere Tochter, die Feline, die hatte vorher keine Probleme, aber die hat jetzt auch ein bisschen eine belastete Lunge und wenn die ein bisschen erkältet wird oder so, dann hat die immer sehr starke Probleme und braucht dann auch immer mal wieder das Asthma-Spray. Und das ist schon ein bisschen schwierig, wenn man da viele Jahre lebt. Da hoffen wir, dass Gott uns da beschützt, dass wir da lange bleiben können. Und es ist auch ein bisschen gefährlich, dort zu leben. Vor allem jetzt sind die Madagassen in den letzten Jahren noch mal ärmer geworden. Und eigentlich, also ich würde sagen, das ist ein sehr liebevolles und sehr bescheidenes Volk, die sich zurücknehmen. Aber wenn die Not einfach groß ist, da kommen Leute auf Ideen, einfach um zu überleben. Und es gibt sehr viele Überfälle und Gewalt auch. Und zum Beispiel kurz bevor wir gegangen sind, wurde jemand, den wir kennen, der ist bei uns am Haus vorbeigefahren, wir leben neben dem Reisfeld, vorbeigelaufen, wir leben neben dem Reisfeld und der wurde überfallen mit Messer und mit so einem Mittel, damit er betäubt ist. Das ist ihm nichts Schlimmes passiert, aber die haben ihm natürlich alles abgenommen und das macht schon was mit uns als Familie. Vorher haben wir die Kinder schon mal rausgelassen. Das machen wir jetzt nicht mehr einfach so. Und da, ja auch nachts, wenn man dann da schläft und man weiß, es werden immer wieder Häuser überfallen und so, dann hört man so ein kleines Geräusch und Stefan sagt, hast du das gehört? Ich so, nein, ich will einfach schlafen. Und ich so, doch, da ist was, du musst aus dem Fenster schauen. Nein, du gehst, ich will nicht. Genau, und wir können schon beruhigt dort schlafen, aber wir merken, dass wir das auch immer wieder Gott abgeben müssen und dass wir darauf vertrauen müssen, einfach, dass auch er uns beschützt. Genau. Ich habe noch eine letzte Folie, eine Werbefolie für euch. Ihr habt ja auch alle einen Flyer bei euch auf den Stühlen liegen. Wir sind Missionare, die sich komplett aus einem privaten Spenderkreis finanziert. Unsere aussendende Gemeinde ist die Ecclesia in Rot. Die zahlt einen kleinen Anteil auch von unserem Gehalt, aber das meiste wird für uns getragen von Freunden. Wenn jemand sagt, er möchte sich unserem Freundes- und Spendenkreis anschließen, ihr könnt gerne unseren Newsletter abonnieren. Das ist eine Möglichkeit auf unserer Homepage und uns natürlich gerne finanziell unterstützen für unser Gehalt oder auch zweckgebunden für unsere Arbeit. Ich habe mit dem Benny ausgemacht, weil ich glaube, ihr seid stark im Gebet, oder? Ne, mit wem habe ich es ausgemacht? Dass ihr gleich noch für uns betet, oder? Deswegen lasse ich diese Folie einfach noch stehen. Okay, ansonsten danken wir euch für unsere Aufmerksamkeit. Wir sind nachher noch im Foyer da, dürft ihr gerne noch Fragen stellen.
dürft ihr auch die Sachen anschauen, die wir aus Madagaskar mitgebracht haben. Wir haben ein paar Sachen, ein paar Gegenstände aufgebaut, die sind einfach nur zum Anfassen und zum Anschauen. Ein paar Hefte gibt es kostenlos zum Mitnehmen und ein paar Sachen gibt es auch zum Verkaufen. Okay. Dann Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.